Lektion 1: Wasserangst überwinden. Manchmal fällt es mir schwer, mich im tiefen Wasser zu entspannen. Ich verstehe vollkommen. Viele Menschen haben im tiefen Wasser Angst. Ja, sie sagen mir immer wieder, dass ich untergehen werde, wenn ich in Panik geraten würde. Das ist eine weit verbreitete Angst, aber es ist wichtig, ruhig und konzentriert zu bleiben. Genau. Ich denke, dass es hilfreich sein könnte, zu lernen, meine Atmung zu kontrollieren. Absolut. Achtsamkeitsübungen können in solchen Situationen einen großen Unterschied machen. Ja. Ich möchte nach und nach mein Vertrauen in das Wasser aufbauen. Das ist ein toller Ansatz. Kleine Schritte können helfen, die Angst zu lindern. Sicher. Ich könnte darüber nachdenken, Schwimmunterricht zu nehmen, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Lektion 2: Vertragsänderungen. Ich stelle alle Änderungen zusammen und sende Ihnen den überarbeiteten Vertrag zur Prüfung zu. Das hört sich gut an. Ich schätze Ihre Liebe zum Detail. Es ist wichtig, vor der Fertigstellung sicherzustellen, dass alles korrekt ist. Absolut. Ich möchte sicherstellen, dass wir auf derselben Seite sind. Sobald Sie es überprüft haben, lassen Sie mich wissen, ob weitere Anpassungen erforderlich sind. Ich werde. Es ist entscheidend, es für unsere beider Interessen richtig zu machen. Ich bin zuversichtlich, dass wir alles schnell klären werden. Ja. Die Zusammenarbeit macht den Prozess viel reibungsloser. Unser Ziel ist es, es bis Ende der Woche fertigzustellen. Lektion 3: Lokale Empfehlungen. Ich habe gehört, dass dieser Ort von einem Einheimischen empfohlen wird. Ich sollte es mir unbedingt ansehen. Gibt es bestimmte Gerichte, die ich probieren sollte? Ja, man sagt, die Meeresfrüchte seien frisch und absolut köstlich. Das klingt verlockend. Ich liebe es, lokale Spezialitäten zu probieren. Ich denke, es wird dir wirklich gefallen. Auch das Ambiente ist charmant. Perfekt. Eine schöne Atmosphäre macht das Essen noch besser. Lasst uns dieses Wochenende planen und einen Tag daraus machen. Tolle Idee. Ich freue mich darauf, die lokale Küche zu probieren. Ich auch. Neue Orte zu erkunden ist immer ein Abenteuer. Lektion 4: Partyvorbereitungen. Ich kann unsere Party kaum erwarten. Hast du schon Partyzubehör gekauft? Ja, ich habe ein paar Dekorationen und Snacks mitgenommen, um für Stimmung zu sorgen. Das ist großartig. Für welches Thema entscheiden Sie sich? Ich denke an ein lustiges tropisches Thema mit leuchtenden Farben und fruchtigen Getränken. Das klingt spannend. Tropische Themen sorgen immer für eine festliche Atmosphäre. Genau. Ich möchte, dass sich alle entspannt fühlen und Spaß haben. Ich werde ein paar Spiele mitbringen, um die Energie aufrechtzuerhalten. Perfekt. Spiele sind eine großartige Möglichkeit, das Eis zu brechen und alle einzubeziehen. Stellen wir sicher, dass wir einen Tag im Voraus alles bereit haben. Lektion 5: Kunstrestaurierung. Etwas verblasst, aber in den letzten Jahren wurden einige Arbeiten durchgeführt, um den Gemälden ihr ursprüngliches Aussehen wiederherzustellen. Das ist faszinierend. Es ist unglaublich, wie Kunst über die Zeit erhalten bleiben kann. Ja. Die Restaurierung bringt die Lebendigkeit und Details zurück, die möglicherweise verloren gegangen sind.
Ich liebe es, Galerien zu besuchen und die Verbesserungen aus erster Hand zu sehen. Es ist erstaunlich, über die Techniken nachzudenken, die bei der Restaurierung zum Einsatz kommen. Definitiv. Jedes Stück hat seine eigene Geschichte, die es verdient, erzählt zu werden. Planen wir einen Besuch einer Kunstausstellung mit restaurierten Werken. Das würde mir gefallen. Es ist immer inspirierend zu sehen, wie Kunst wiederbelebt wird. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen die Geschichten hinter den restaurierten Stücken zu erkunden. Lektion 6: Neue Ideen. Daran habe ich nie gedacht. Ich werde es versuchen. Irgendwelche weiteren Tipps? Sicher. Eine wirksame Möglichkeit, Kreativität anzuregen, besteht darin, Ihre Umgebung zu verändern. Das ist interessant. Manchmal kann eine neue Perspektive zu frischen Ideen führen. Genau. Auch die Umgestaltung Ihres Arbeitsplatzes kann zu neuen Gedanken anregen. Das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. Ich möchte meinen Geist offen für neue Möglichkeiten halten. Ein weiterer Tipp ist, regelmäßig Pausen einzulegen, um den Kopf frei zu bekommen. Das macht Sinn. Kurze Pausen können Ihren Fokus und Ihre Energie auffrischen. Ja. Lassen Sie uns beide diese Woche versuchen, diese Strategien auszuprobieren. Ich bin gespannt, welche neuen Ideen uns einfallen werden. Lektion 7: Geschichte der Baseball-Union. Durch die Flutkatastrophe im Jahr 1976 wurde die Baseballspielergewerkschaft militanter. Das ist ein bedeutender Moment in der Sportgeschichte. Was genau ist passiert? Eine Gerichtsentscheidung gewährte den Spielern mehr Rechte und Schutz. Das muss ein Wendepunkt für die Spielerrechtsbewegung gewesen sein. Absolut. Dadurch konnten sie sich für bessere Bedingungen einsetzen. Ich liebe es, wie Sport umfassendere gesellschaftliche Veränderungen widerspiegeln kann. Ja. Es zeigt, wie wichtig es ist, für seine Rechte einzustehen. Lassen Sie uns tiefer in dieses Thema eintauchen und mehr über die Auswirkungen erfahren, die es hatte. Tolle Idee. Das Verständnis der Geschichte kann aktuelle und zukünftige Sportler inspirieren. Lektion 8: Reiseerfahrung. Schön zu hören. Haben Sie während Ihres Aufenthalts ein Auto gemietet oder öffentliche Verkehrsmittel genutzt? Ich habe mich für öffentliche Verkehrsmittel entschieden, es war praktisch und erschwinglich. Das ist klug. Es ist eine großartige Möglichkeit, die Stadt wie ein Einheimischer zu erleben. Genau. Außerdem musste ich mir keine Sorgen um das Parken machen. Ich finde es toll, wie öffentliche Verkehrsmittel einen an Orte bringen können, die man sonst vielleicht verpassen würde. Ja. Ich habe einige versteckte Schätze entdeckt, die ich mit dem Auto nicht gefunden hätte. Das ist das Schöne am Reisen. Jede Erfahrung trägt zum Abenteuer bei. Absolut. Ich werde auf jeden Fall auch bei meiner nächsten Reise die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Lassen Sie uns gemeinsam unsere nächste Reise planen. Wir können mehr entdecken. Lektion 9: Stadtansichten. Sie sind ausgesperrt, Sie können nur aus der Ferne auf die schimmernden Türme dieser Stadt starren. Das ist ein beeindruckendes Bild. Es muss frustrierend sein, so nah und doch so fern zu sein. Ja. Der Reiz der Stadt kann sehr stark sein. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es ist, alles erkunden zu wollen, was es zu bieten hat. Genau.
Die lebendigen Lichter und die Energie ziehen Menschen an. Es ist eine Erinnerung daran, zu schätzen, wozu wir gerade Zugang haben. Ja, und das Beste aus unseren Möglichkeiten zu machen, wann immer wir können. Planen wir eine Reise in eine Stadt, in der wir diese Aufregung hautnah erleben können. Das klingt nach einer fantastischen Idee. Ich kann es kaum erwarten, mit Ihnen neue Orte zu erkunden. Lektion 10: Internationale Zusammenarbeit. Es gibt eine Alternative, die eindeutig als Zusammenarbeit zwischen unabhängigen souveränen Staaten bezeichnet wird. Das ist ein interessantes Konzept. Es beleuchtet die Komplexität der internationalen Beziehungen. Ja. Für diese Staaten ist es von entscheidender Bedeutung, zum gegenseitigen Nutzen zusammenzuarbeiten. Ich stimme zu. Zusammenarbeit kann zu stärkeren Allianzen und gemeinsamen Ressourcen führen. Es gibt auch ein zweites, ebenso grob benanntes Konzept, das oft ins Spiel kommt. Welches ist das? Es geht um Wettbewerb, bei dem Staaten um Macht und Einfluss wetteifern. Es ist faszinierend, wie diese Dynamik die globale Politik prägt. Lassen Sie uns tiefer in diese Ideen eintauchen und ihre Auswirkungen untersuchen. Lektion 11: Marketingstrategien. Gut. Wie wäre es mit digitalem Marketing? Wir werden mehr in soziale Medien investieren, hier verbringt unser Publikum seine Zeit. Das ist ein kluger Schachzug. Soziale Medien können die Sichtbarkeit einer Marke wirklich steigern. Genau. Über diese Plattformen können wir direkt mit Kunden interagieren. Auf welche konkreten Plattformen möchten Sie sich konzentrieren? Ich glaube, dass Instagram und Facebook große Chancen für unsere Marke bieten. Ich stimme zu. Visuelle Inhalte erzielen auf diesen Kanälen in der Regel eine gute Leistung. Darüber hinaus können wir gezielte Anzeigen schalten, um die gewünschte Zielgruppe zu erreichen. Lassen Sie uns einen Plan erstellen, um diese Strategien effektiv umzusetzen. Lektion 12: Gartenhobby. Es ist ziemlich entspannend. Was ist mit dir? Ich habe mit der Gartenarbeit begonnen, es ist eine großartige Möglichkeit, nach einem langen Tag zu entspannen. Das klingt wunderbar. Was wachsen Sie gerne an? Ich begann mit Kräutern wie Basilikum und Rosmarin, sie sind pflegeleicht. Das sind großartige Entscheidungen. Frische Kräuter können jede Mahlzeit verfeinern. Absolut. Ich liebe es, mit Zutaten zu kochen, die ich selbst angebaut habe. Gartenarbeit ist auch eine wunderbare Möglichkeit, sich mit der Natur zu verbinden. Ja. Draußen zu sein und Pflanzen zu pflegen ist sehr erfüllend. Lasst uns gemeinsam einen Gartentag planen und Tipps austauschen. Lektion 13: Sich Herausforderungen stellen. Es dauerte lange, bis mir klar wurde, dass ich mich einer der größten Herausforderungen meines Lebens stellen musste, der Sprachbarriere. Das muss hart gewesen sein. Wie bist du damit zurechtgekommen? Anfangs war es überwältigend, aber ich begann, Sprachkurse zu besuchen. Das ist ein toller Schritt. Konsequentes Üben kann wirklich helfen. Ja, ich habe mich auch durch Filme und Bücher in die Sprache vertieft. Das ist ein kluger Ansatz. Die tägliche Auseinandersetzung mit der Sprache macht einen großen Unterschied. Ich bin stolz auf die Fortschritte, die ich gemacht habe, auch wenn es noch in Arbeit ist.
Jeder Einsatz zählt. Sie sollten Ihre Erfolge feiern. Dankeschön. Ich freue mich darauf, meine Fähigkeiten weiter zu verbessern. Lektion 14: Bedeutung der Selbstfürsorge. Ich habe in letzter Zeit viel über die Bedeutung der Selbstfürsorge nachgedacht. Ich stimme zu. Für das allgemeine Wohlbefinden ist es wichtig, auf sich selbst zu achten. Es ist leicht, unsere Bedürfnisse zu vernachlässigen, wenn das Leben hektisch ist. Ja. Aber die Priorisierung der Selbstfürsorge kann unsere Produktivität und Stimmung verbessern. Genau. Einfache Dinge wie Pausen machen oder Hobbys nachgehen können einen großen Unterschied machen. Ich habe mit dem Meditieren begonnen und es hilft mir wirklich, mich zu entspannen und zu konzentrieren. Das ist wunderbar. Ich habe gehört, dass Meditation sehr hilfreich sein kann, um Stress abzubauen. Es ist. Ermutigen wir uns gegenseitig, regelmäßig Selbstfürsorge zu betreiben. Absolut. Es zur Gewohnheit zu machen, kann zu einem gesünderen Lebensstil führen. Lektion 15: Geschäftsaktualisierungen. In dieser Rubrik finden Sie Informationen zu neuen Geschäftsabschlüssen und zur Börse. Das klingt wichtig. Für das Wachstum ist es wichtig, die Markttrends im Auge zu behalten. Ja. Das Verständnis des Aktienmarktes kann uns helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen. Ich bin gespannt, wie sich diese Veränderungen auf unsere Investitionen auswirken können. Wir müssen die Daten analysieren und unsere Strategien entsprechend anpassen. Definitiv. Es ist wichtig, über Marktschwankungen auf dem Laufenden zu bleiben. Lassen Sie uns einen Termin vereinbaren, um diese Informationen gemeinsam durchzugehen. Gute Idee. Die Zusammenarbeit wird uns helfen, eine klarere Perspektive zu gewinnen. Ich freue mich darauf, mit Ihnen in die Details einzutauchen. Lektion 16: Morgenroutine. Eine Stunde? Das ist beeindruckend. Es fiel mir schwer, so früh aus dem Bett zu kommen. Ich verstehe. Der Morgen kann hart sein, besonders wenn Sie kein Morgenmensch sind. Genau. Was hilft Ihnen, wach zu werden und voller Energie zu bleiben? Ich habe mit einer Morgenroutine begonnen, die Dehnübungen und ein leichtes Frühstück umfasst. Das klingt erfrischend. Ein guter Start kann den Ton für den Tag bestimmen. Das tut es wirklich. Ich versuche auch, Bildschirme in der ersten Stunde zu vermeiden. Das ist eine tolle Idee. Es hilft, sich auf sich selbst zu konzentrieren, bevor man sich in den Tag stürzt. Ja. Ich fühle mich danach zentrierter und bereit, alles in Angriff zu nehmen. Teilen wir unsere Morgenroutinen mit Ihnen und sehen Sie, was wir verbessern können. Lektion 17: Grundlegendes zum Packen. Ja, ich habe gepackt, bin mir aber nicht sicher, welche wichtigen Dinge ich mitbringen soll. Das ist ein häufiges Anliegen. Was für eine Reise machst du? Ich gehe zum Strand und möchte sicherstellen, dass ich alles habe, was ich brauche. Bringen Sie auf jeden Fall Sonnencreme, Badekleidung und ein Handtuch mit. Gute Idee. Fast hätte ich die Sonnencreme vergessen, es ist so wichtig. Vergessen Sie auch nicht Ihre Sonnenbrille und ein gutes Buch zum Entspannen am Wasser. Die werde ich unbedingt einpacken. Irgendwelche anderen Vorschläge? Vielleicht ein paar Snacks und eine wiederverwendbare Wasserflasche, um ausreichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Tolle Tipps. Ich werde meine Liste noch einmal überprüfen, bevor ich gehe.
Lektion 18. Business Center Dienste. Das ist gut zu wissen. Gibt es weitere Dienstleistungen im Business Center? Ja, sie bieten Drucken, Scannen und sogar die Buchung von Konferenzräumen an. Das ist praktisch. Es erleichtert die Erledigung von Arbeitsaufgaben unterwegs. Genau. Sie haben auch einen Computerplatz für diejenigen, die ihn brauchen. Ich weiß es zu schätzen, dass diese Optionen zur Verfügung stehen. Es hilft wirklich auf Reisen. Außerdem ist es schön, einen ruhigen Raum zu haben, in dem man sich auf die Arbeit konzentrieren kann. Ich werde diese Dienste während meines Aufenthalts auf jeden Fall in Anspruch nehmen. Gute Idee. Es wird Ihre Erfahrung viel produktiver machen. Ich freue mich darauf, alles zu nutzen, was das Business Center zu bieten hat. Lektion 19. Abendessen-Vorbereitungen. Wirklich? Wie wäre es, wenn du das Abendessen für mich bereitest? Ich habe es bereits vor Stunden getan. Ich habe den ganzen Nachmittag gekocht. Wow, das ist beeindruckend. Was steht auf der Speisekarte? Ich habe ein köstliches Nudelgericht mit frischem Gemüse und Kräutern zubereitet. Das klingt erstaunlich. Ich kann es kaum erwarten, es zu probieren. Dazu habe ich noch etwas Knoblauchbrot gebacken. Du hast wirklich alles gegeben. Wie finden Sie die Zeit, so zu kochen? Ich koche gerne und es ist für mich entspannend nach einem anstrengenden Tag. Ich kann definitiv verstehen, warum. Selbstgekochte Gerichte zu essen ist immer etwas Besonderes. Lektion 20. Philadelphia-Geschichte. Er zog in die Stadt Philadelphia, wo er sehr hart arbeitete. Das ist interessant. Was hat er dort gemacht? Er wurde ein erfolgreicher Drucker, was damals eine große Leistung war. Das ist beeindruckend. Der Druck war damals eine Schlüsselindustrie. Ja, und es spielte eine wichtige Rolle bei der Verbreitung von Informationen. Ich finde es toll, dass Philadelphia eine so reiche Geschichte in der Kommunikation und im Verlagswesen hat. Absolut. Es ist faszinierend darüber nachzudenken, wie weit wir seitdem gekommen sind. Lassen Sie uns auf unserer nächsten Reise mehr über die historischen Wahrzeichen Philadelphias erfahren. Tolle Idee. Ich würde gerne sehen, wo all diese Geschichte stattgefunden hat. Lektion 21. Kochtechniken. Sollte ich es beim Kochen gelegentlich umrühren, um ein Ankleben zu verhindern? Ja, das ist eine gute Idee. Durch Rühren wird die Hitze gleichmäßig verteilt. Mir ist aufgefallen, dass einige Gerichte an der Pfanne kleben bleiben können, wenn ich das nicht tue. Genau. Wenn alles in Bewegung bleibt, kann das verhindert werden. Haben Sie weitere Kochtipps, um dieses Gericht noch besser zu machen? Die Zugabe eines Schusses Olivenöl kann den Geschmack verstärken und ein Anhaften verhindern. Das werde ich mir merken. Beim Kochen geht es darum, neue Techniken zu erlernen. Absolut. Je mehr Sie üben, desto besser werden Sie. Ich freue mich, Ihren Rat heute auszuprobieren. Lektion 22. Effektive Lerntechniken. Absolut. Eine Sache, die für mich funktioniert hat, ist, meine Lernzeit aufzuteilen. Das ist eine tolle Strategie. Die Aufteilung in kleinere Abschnitte kann bei der Aufbewahrung hilfreich sein. Genau. Es verhindert,
dass ich mich überfordert fühle und bleibe konzentriert. Ich mache das Gleiche. Es ist einfacher, motiviert zu bleiben, wenn Sie kurze Pausen einlegen. Ja. Außerdem kann ich das Gelernte so effektiver wiederholen. Das freut mich. Kontinuität beim Lernen ist der Schlüssel zum Erfolg. Sicher. Lassen Sie uns unsere Studienpläne teilen und sehen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Das würde mir gefallen. Wir können dabei helfen, einander zur Rechenschaft zu ziehen. Gemeinsam können wir unsere akademischen Ziele erreichen. Lektion 23: Lebensmitteleinkauf. Guten Morgen. Haben Sie schon einmal versucht, Lebensmittel online einzukaufen? Ja, das habe ich. Es macht den Vorgang viel einfacher und bequemer. Ich stimme zu. Sie können von zu Hause aus Preise vergleichen und tolle Angebote finden. Genau. Außerdem sparen Sie Zeit, wenn Sie nicht durch den Laden laufen müssen. Was gefällt dir daran am besten? Ich schätze es, schnell und effizient eine Einkaufsliste erstellen zu können. Das ist eine clevere Art, organisiert zu bleiben. Ich sollte es versuchen. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist ein Gamechanger für einen vollen Terminkalender. Ich freue mich darauf, meinen Lebensmitteleinkauf effizienter zu gestalten. Lektion 24: Vertragsdetails. Erstens schlage ich vor, eine Klausel zum Liefertermin aufzunehmen. Das ist eine kluge Idee. Es ist wichtig, klare Erwartungen zu formulieren. Genau. Es kann helfen, spätere Missverständnisse zu vermeiden. Ich stimme zu. Ein Zeitplan macht den Prozess für beide Seiten reibungsloser. Welche weiteren Klauseln sollten wir Ihrer Meinung nach hinzufügen? Vielleicht auch eine Klausel über Strafen für verspätete Lieferungen. Das ist ein guter Punkt. Es fördert die rechtzeitige Leistung. Lassen Sie uns diese Klauseln entwerfen und gemeinsam überprüfen, bevor wir sie fertigstellen. Klingt nach einem Plan. Ich bin froh, dass wir diesbezüglich einer Meinung sind. Lektion 25: Probleme beim Songwriting. Ohne Bezahlung des Songwriters könnte es in der Branche zu ernsthaften Problemen kommen. Absolut. Forster hoffte, seinen Lebensunterhalt als Songwriter zu verdienen, was von entscheidender Bedeutung ist. Ja, und wenn Songwriter nicht entlohnt werden, untergräbt das ihre Arbeit. Dadurch entsteht ein Kreislauf, in dem die Kreativität aufgrund mangelnder Unterstützung leiden kann. Genau. Eine faire Vergütung ist für die Talentförderung unerlässlich. Ich weiß, wie wichtig es ist, Künstler anzuerkennen und zu belohnen. Lassen Sie uns Möglichkeiten diskutieren, faire Praktiken in der Musikindustrie zu fördern. Das würde mir gefallen. Die Unterstützung von Songwritern ist für die Kunstform von entscheidender Bedeutung. Gemeinsam können wir uns für positive Veränderungen in der Branche einsetzen. Lektion 26: Energieeinsparung. Absolut. Wir sollten auch daran denken, das Licht auszuschalten, wenn wir einen Raum verlassen. Das ist eine so einfache, aber effektive Möglichkeit, Energie zu sparen. Ja, es ist erstaunlich, wie kleine Maßnahmen zu erheblichen Einsparungen bei unseren Rechnungen führen können. Genau. Außerdem trägt es dazu bei, unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Rechts.
Wir alle haben die Verantwortung, achtsam mit unserem Energieverbrauch umzugehen. Ja, und es ist eine Gewohnheit, die wir leicht in unseren Alltag integrieren können. Sicher. Ich versuche auch, Geräte vom Stromnetz zu trennen, wenn sie nicht verwendet werden. Das ist eine tolle Idee. Diese kleinen Dinge können sich mit der Zeit summieren. Absolut. Es geht darum, eine Kultur der Nachhaltigkeit in unseren Häusern zu schaffen. Lektion 27, Weiterbildung. Aus- und Weiterbildung sind auf dem heutigen Arbeitsmarkt von großer Bedeutung. Absolut. Ein Hochschulabschluss ist oft nur der Anfang lebenslangen Lernens. Ja, es ist wichtig, unsere Fähigkeiten ständig zu aktualisieren, um relevant zu bleiben. Genau. Branchen entwickeln sich ständig weiter und wir müssen uns anpassen. Rechts. Berufliche Weiterentwicklung kann zu besseren Beschäftigungschancen führen. Sicher. Es zeigt Arbeitgebern auch, dass wir uns für Wachstum einsetzen. Ja. Ich glaube, dass die Investition in unsere Bildung eine der besten Entscheidungen ist, die wir treffen können. Definitiv. Außerdem kann es Türen zu neuen Interessen und Leidenschaften öffnen. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie meine Ausbildung meine zukünftige Karriere beeinflussen wird. Lektion 28, Packen für Abenteuer. Freust du dich auf unsere Reise? Können wir Essen mitbringen? Ja, das bin ich. Und ja, Sie können eine kleine Menge Essen in einer Wasserflasche mitbringen, was großartig ist. Das ist großartig. Ich möchte ein paar Snacks für die Reise einpacken. Gute Idee. Es wird uns beim Erkunden mit Energie versorgen. Genau. Außerdem ist es immer schön, eine Kleinigkeit zum Knabbern zu haben. Sicher. Ich werde meine Wasserflasche mit etwas Obst und Nüssen füllen. Klingt köstlich. Ich bringe ein paar Müsliriegel und vielleicht ein Sandwich mit. Großartig. Denken Sie daran, alles ordentlich zu verpacken. Absolut. Ich kann es kaum erwarten, dass unser Abenteuer beginnt. Lektion 29, Aufregung auf der Home Science Fair. Ich freue mich sehr über die Organisation dieser Home Science Fair. Es wird eine fantastische Veranstaltung. Das klingt erstaunlich. Welche Aktivitäten sind dafür geplant? Wir werden Experimente, Vorführungen und sogar einige interaktive Stände veranstalten, an denen jeder Spaß haben kann. Wow! Das wird es für die Teilnehmer wirklich spannend machen. Genau. Ich möchte, dass jeder Spaß daran hat, etwas über Naturwissenschaften zu lernen. Das ist ein toller Ansatz. Es ist wichtig, dass Bildung Spaß macht. Ich stimme zu. Außerdem regt es mehr Menschen dazu an, sich für die Wissenschaft zu interessieren. Definitiv. Haben Sie sich konkrete Themen für die Messe überlegt? Ja, ich denke über ein nachhaltiges Leben Thema nach, um das Umweltbewusstsein zu fördern. Lektion 30, schlechte Gewohnheiten brechen. Ich versuche Tag für Tag, meine schlechten Gewohnheiten abzulegen. Es ist definitiv eine Herausforderung. Ich verstehe. Auf welche spezifischen Gewohnheiten konzentrieren Sie sich? Nun ja, ich weiß, dass ich jede Woche zu viele Süßigkeiten esse, und das möchte ich ändern. Das ist ein gutes Ziel.
Die Reduzierung von Zucker kann große Auswirkungen auf Ihre Gesundheit haben. Ja, ich fühle mich besser, wenn ich nicht zu viel Süßigkeiten esse. Absolut. Haben Sie über gesündere Alternativen nachgedacht? Ich denke über Früchte und Nüsse statt Süßigkeiten nach. Das ist eine tolle Idee. Sie sind köstlich und viel besser für Sie. Ich stimme zu. Es geht darum, im Laufe der Zeit kleine, nachhaltige Veränderungen vorzunehmen. Lektion 31: Erfolge feiern. Wissen Sie, es gibt nichts Schöneres als das Gefühl, etwas erreicht zu haben, wenn man ein Projekt abgeschlossen hat. Mir geht es genauso. Etwas zu vollenden gibt ein Gefühl der Erfüllung. Ja. Es ist, als ob sich all die harte Arbeit in diesem Moment endlich auszahlt. Genau. Ich denke, es ist wichtig, sich einen Moment Zeit zu nehmen, um diese Erfolge zu feiern. Absolut. Ob groß oder klein, jede Leistung verdient Anerkennung. Sicher. Es motiviert uns, weiter voranzuschreiten und neue Herausforderungen anzugehen. Definitiv. Ich liebe es, darüber nachzudenken, was ich erreicht habe. Es inspiriert mich für zukünftige Projekte. Ebenfalls. Wenn ich zurückblicke, kann ich sowohl die Reise als auch das Ergebnis schätzen. Genau. Lasst uns weiterhin gemeinsam nach großen Erfolgen streben. Lektion 32: Geschichte erkunden. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, wie die Europäer einen Großteil der Welt erkundeten und kolonisierten? Ja, es ist eine komplexe und oft beunruhigende Geschichte, die wir verstehen müssen. Genau. Viele Kulturen waren von diesem Prozess betroffen, und es ist wichtig, dies anzuerkennen. Absolut. Es ist wichtig, sowohl die Erfolge als auch die Ungerechtigkeiten anzuerkennen. Sicher. Die Geschichte lehrt uns wichtige Lektionen über Macht und Verantwortung. Ja, und wir müssen aus der Vergangenheit lernen, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen. Ich stimme zu. Das Verständnis dieser Geschichte hilft uns, heute unterschiedliche Perspektiven zu schätzen. Genau. Es ist eine Erinnerung daran, dass wir uns der Geschichte ohne Entschuldigungen nähern sollten. Gut gesagt. Lassen Sie uns das Gespräch am Laufen halten und andere zum Lernen ermutigen. Lektion 33: Sich Ängsten stellen. Früher machte es mir manchmal Angst, alleine zu Hause zu bleiben, aber jetzt bin ich viel mutiger. Das ist toll zu hören. Was hat Ihnen geholfen, diese Angst zu überwinden? Ich begann damit, nach und nach mehr Zeit alleine zu verbringen, was mein Selbstvertrauen stärkte. Das ist ein kluger Ansatz. Sich Ängsten in kleinen Schritten zu stellen, macht oft einen großen Unterschied. Genau. Mir wurde klar, dass ich es alleine schaffen konnte, und es fühlte sich stärkend an. Absolut. Jede Erfahrung hat mir geholfen, mit der Idee vertrauter zu werden. Mittlerweile genieße ich es tatsächlich, etwas Zeit alleine zu verbringen. Es gibt mir die Möglichkeit, neue Energie zu Das tanken. ist wunderbar. Es ist wichtig, in der Einsamkeit Frieden zu finden. Ja, und ich bin stolz darauf, wie weit ich bei der Überwindung dieser Angst gekommen bin.